Phoenix, Sie erlebten bei einem Snowboard-Unfall eine Nahtoderfahrung. Wie kam das? Es war im Herbst 2007, da zerbrach meine Familie. Ich habe 2 Kinder und diese Trennung von der Familie war für mich eine ziemlich einschneidende Angelegenheit. Ich hatte eine sehr strenge Zeit zwischen dann eben Herbst bis Dezember. Und dann kam so Weihnachten, es war ironischerweise der 25. Dezember, ich hatte den ersten Tag nach dieser strengen Zeit für mich endlich einmal. Ich hatte mir ein neues Snowboard gekauft, habe mich sehr gefreut, mit diesem Board in den Schweizer Bergen über die Hügel zu flitzen und habe dann meine Schwester besucht, sie lebt in Davos an diesem Ort. Und es war ein wunderbarer Tag, bin mit dem Board den ganzen Tag die Hänge rauf und runter geflitzt und fast keine Leute, weil 25. haben offenbar alle Weihnachten gefeiert. Und dann so gegen, kurz so später Nachmittag, so gegen 16 Uhr, so ein kleines Hüngerchen und da habe ich dann gedacht, ja, so eine Erfrischung dort in einem Bergrestaurant, das wäre jetzt eine tolle Sache. Und bin dann so auf dem Board rübergeglitten und dann hat es so eine Vertiefung gehabt, also die war so 40 Meter runter, auf der anderen Seite wieder hoch und ich habe dann so gedacht, ja, fährst du da runter und mit demselben Schwung dann auf der anderen Seite wieder hoch. Was ich nicht gesehen habe, ist, dass auf der gegenüberliegenden Seite dieser Hang, der war komplett vereist und es war so ein leichter Schneeflaum darüber und unten in dieser Talsenke drin, da hat es festgedrückten Schnee gehabt und nicht gesehen, ich bin da runter und irgendwie habe ich mit dem Board, dass die Nase nicht richtig heben konnte, das hat sich eingekeilt in diesem Schnee drin und da habe ich diese ganze Wucht von diesen 40 Meter runter und hat es einfach gemacht, flups und ich mit Helm, aber wirklich bolzengerade in den Hang hinein. Und in diesem Moment habe ich zuerst, also das war ein kurzer Schockmoment, jetzt knallt's und im selben Moment, als es geknallt hat, habe ich ein Flattern an den Ohren wahrgenommen. Da habe ich gesagt, hey, es hat schon Bergdolen in diesem Gebirge, das weiß ich ja, aber nicht in diesem Tal unten. Und dann auf einmal dieses Flattern und auf einmal habe ich gedacht, ups, wieso kann ich jetzt plötzlich durch diese Berge hindurchschauen? Ich habe gar nicht realisiert, was da genau geschehen ist. Die Berge waren transparent, also sie waren wie ein Hologramm. Sie sind schon da, aber wie gleichzeitig durchsichtig. Ich habe immer noch nicht recht verstanden, was jetzt da genau los ist. Und dann so, was ich auch wahrgenommen habe, das Ganze hat geflimmert. Das ist so wie, wenn man beim Teer, wie im Sommer, wenn die Sonne drauf brennt, über die Straße guckt, dann flimmert das so. So wie eine kleine Fata Morgana. Und das Ganze hat geflimmert. Also es ist es war mein Eindruck, so ein pures Energiefeld. Aber alles. Und dann war da noch ein Ton. Und dieser Ton, das Geräusch, das klang so wie, wenn Sie bei einem Transformatorenstation, bei einem Kraftwerk, bei der Turbine stehen, dann gibt es diesen Brummton, das Surren. Und das Ganze hat so gesurrt, so wie wenn einfach, für mich war im Nachhinein schon klar, was es war, das sind einfach Frequenzen, die surren einfach. Da dachte ich, was ist denn da genau los? Ich habe es wie immer noch nicht begriffen. Und dann in meinen Naivität, ich muss alles immer antatschen, also schon als Kind hat man gesagt, du hast 2 Augen, guck, tast nicht alles ran. Da habe ich gedacht, ja, jetzt muss ich mal reinfühlen, wie das ist. Und ich habe dann in diesen Berg reingefühlt, vis-à-vis von mir. Ich wollte spüren, was ist da los genau? Und mit diesem Reinfühlen geschah dann Folgendes. Es kam genau meine Hand, die ich da reingedrückt habe, so entgegen. Also es waren da 2 Hände. Das eine, meine, die ich da reingedrückt habe, und die exakte Kopie davon, die ist einfach raus erschienen. Das habe ich gesagt, was ist jetzt genau los? Und das Gefühl in diesem Moment war einfach friedlich. Das Fühlen in dieser Situation ist so wie, wenn Sie am Morgen erwachen, es gibt so diese Momente, vielleicht einmal im Jahr kennen wir das vielleicht so. Ich erwache am Morgen und es ist einfach alles gut. Ich habe weder Hunger, ich habe weder eine Sorge, der Körper ist gut, es ist einfach, die Sonne scheint so wie ein erfrischender Morgen. Das war alles diese Stille, diese Ruhe, dieser Frieden da drin. Und dann habe ich so begonnen rumzugucken und dann habe ich die Engel gesehen. Der ganze Hang war gefüllt, es waren Hunderte von diesen Engeln. Und wenn ich meinen
Blick, also wenn man das sehen, es ist mehr ein Erkennen. Es fühlt sich an wie Schauen mit den Augen, aber es ist ein Erkennen. Es waren so viele da, wenn ich Richtung Horizont gesehen habe, dann sind die Gestalten, die sind immer feiner geworden und verflossen mit dem ganzen Horizont, bis es einfach nur noch ich würde sagen Licht war, aber es ist einfach eine Energie. Und ich war sehr verwundert und ich habe so erstaunt dann gefragt, ja, aber hallo, was macht ihr jetzt da? Weil jetzt ist doch Weihnachten und die Kinder und Pakete und so. Und da ist ein Riesengelächter losgegangen. Alles ist gut. Und das ist eines dieser Wesen, und diese Wesen sind so in der Form, das sind so wie wabernde Energiewesen. Die Gestalten manche sind vielleicht 3, 4 Meter hoch, andere 12, 15, die wabern da umher. Und dann ist eine Gestalt nach vorne gekommen, nein, alles ist gut. Und die Kommunikation, das war für mich das Eindrückliche daran, die ist vollkommen. Also es ist wie wenn ich schauen, hören, verstehen, alles miteinander würde. Das geht alles in einem. Nein, alles ist gut, hat es so geheißen. Und ich dann, aber was soll das jetzt genau? Und dann hat er zu mir gesagt, oder das Wesen, schau mal genau hin. Du darfst jetzt hinter den Vorhang gucken. Und ich, hinter welchen Vorhang genau? Ja, guck mal genau hin. Und dann habe ich begonnen zu gucken. Und dann habe ich auf die Erde geschaut. Und auf der Erde war alles eben ein Hologramm. Ich konnte durch die Häuser durchblicken. Man sah die Häuser, aber so wie halbtransparent. Es sah aus wie eine Modelleisenbahn, wenn man so will, von dieser Distanz. Und dann habe ich plötzlich bemerkt, dass ich eigentlich sehr weit oben war in diesem ganzen Gebirge. Ich dachte, ja, was mache ich jetzt da? Weil ich war doch eben auf dem Snowboard. Und dann habe ich so zu gucken begonnen und dann weit, weit unten weg in diesem Talkessel drin habe ich meinen Körper liegen gesehen. Und da habe ich so gedacht, aha, da muss ich jetzt wohl gestorben sein. Und das war für mich so, weil das muss man vielleicht von mir wissen, ich hatte mein Leben lang sehr, sehr viel Angst. Vor allem. Also ich hatte Angst vor Fußbällen, die mich treffen oder Angst, verlassen zu werden oder alles Mögliche. Da habe ich mich richtig verkrampft in ganz vielen Dingen. Und wenn ich diese Angst auseinandergenommen habe jeweils, dann bin ich am Ende immer auf denselben Punkt gestoßen. Ich hatte eigentlich Angst vor dem Sterben. Und jetzt bin ich offensichtlich gestorben. Ich habe es nicht mal richtig bemerkt. Und beim genaueren Hinsehen dann ist mir etwas aufgefallen und das war für mich sehr eindrücklich. Ich habe die menschlichen Wesen, also sind Züge rumgefahren, Postautos, alles Mögliche, aber alles halbtransparent. Und dann habe ich die Menschen gesehen. Und das war, da habe ich zweimal hingucken müssen. Und zwar, das menschliche Wesen sieht so aus, man sieht den Körper, das Hologramm, das ist da, also die Silhouette, wie Sie jetzt mich hier auch sehen. Dann sieht man aber noch die Energie. Und das ist so einen halben Meter bis etwa 1,5 Meter wabbert das auch so über jedes Wesen wabbert das bewegt sich konstant, das Feld. Und dann ist in jedem Menschen drin, ist da ein Licht, das ist ungefähr etwa hier, da, wo das Herz eigentlich das körperliche Herz ist, aber da ist dieses Licht und dieser Funken. Und dieses Licht, das hat eine solche Schönheit, das habe ich auf der Erde noch nie gesehen. Das ist so, wie wenn ich Juwelen nehmen würde und mit 100 LED-Lichtern reinzünden würde, aber die Qualität ist dann liebevoll und gütig und warm und weich gleichzeitig zu diesem Licht. Und das ist von solcher Schönheit. Und dann ist das nächste, was ich gesehen habe, dass um die Köpfe herum Wolken gewesen sind bei den Menschen. Und dann macht's wirklich diesen da. Weil diese Wolken, das wird sofort klar in diesem Moment. Diese Wolken, die da aus dem Kopf, die strömen immer konstant aus dem Kopf. Also ich habe da wirklich genau hingeschaut. Das ist aus dem Kopf wie eine Quelle rausgeströmt und nebelt ein. Ja, und wie ist es, wenn ich eingenebelt bin? Da bin ich ja konstant am Suchen. Wo ist da der Friede? Wo ist das Glück? Wo ist die Liebe? Dabei, das Gefühl ist schon da. Alles da in dieser einen Energie enthalten. Und was will ich da suchen? Also ich produziere eigentlich mit dieser Wolke, produziere ich mir einen Sturm im Wasserglas. Also ich schieße mir eigentlich selber in den Fuß und behindere mich selber.
Und gewisse Wolken, die waren, und das ändert konstant, das wird mal dunkler, mal heller, so wie Gewitterwolken halt auch. Und gewisse Menschen, die sind komplett eingelullt gewesen und andere wiederum, die waren lichter und es hatte welche, da waren die Wolken komplett weg. Was dann geschehen ist, ich habe meine Kinder gesehen. Und zwar sind das Momente gewesen, wo ich die Kinder, meine beiden Töchter, wo Situationen mir gezeigt wurden, aus dem Erlebnis, was ich mit ihnen hatte, und zwar ganz einfache Momente, wo ich ihnen vielleicht gesagt habe, wo ich sie zurechtgewiesen habe, das geht jetzt nicht oder du darfst das nicht machen, sind so 2, 3 Situationen aufgetaucht und diese Situationen, die waren vielschichtig. Ich habe im selben Moment gefühlt, wie sie sich gefühlt haben und wie ich mich gefühlt habe. Und in diesem Moment ist wie klar, dass diese Zurechtweisung, was das ausgelöst hatte, sie war gar nicht notwendig, weil in sich selber war es bereits klar. Und da hat es sehr viele Momente gegeben, wo aufgeklärt wurde, was in meinen Beziehungen, nicht nur mit den Kindern, auch bei mir in der Vergangenheit mit verschiedenen, in der Familie und so weiter, was da gelaufen ist und wie das genau zusammengebaut ist und wo ich mir da Sorgen gemacht habe und die sich dann aufgelöst haben, wo ich einfach gesehen habe, wie die Wolke um den Kopf. Du brauchst dir gar keine Sorgen zu machen. Es war alles nur hausgemacht. Und in diesem Moment, das Letzte, was ich da wollte, ist, macht euch bloß keine Sorgen um mich. Und dann kam der Moment, da kam dieses Wesen zu mir und sagt, so Daniel, jetzt ist Zeit. Deine Zeit ist noch nicht vorüber. Wir haben dich jetzt hinter diesen Vorhang blicken lassen. Du gehst jetzt zurück und löst dieses Thema mit den Menschen. Das tust du jetzt. Und ich sage, nein. Da ist es schön, da ist friedlich, wunderbar. Also wirklich so, ich will nicht zurück. Dann haben sich hunderte geistige Wesen vor mir gezeigt. Das ist wie eine Aufreihung, wie wenn ich in einer Arena sitzen würde. Und die haben mich angeblickt mit einer solchen Liebe, mit einem Verständnis. Da kann ich nicht sagen nein. Weil da wurde mir klar, ich bin Teil von diesem ganzen Team. Und es ist auch so, dass mir zu verstehen gegeben wurde, du hast dich entschieden für dieses menschliche Kleid, du wolltest diese Erfahrung machen, tu das. Und wir, geistige Wesen, wir sind froh, tust du das. Wir werden dir helfen. Du brauchst uns nur zu bitten darum. Und in diesem Moment habe ich dann gesagt, ja, okay, weil da kann niemand sagen, nein, das tue ich nicht. Weil ich weiß ganz genau, diese Kommunikation ist ganz klar, ich bin da eingebunden in diesem Team. Und nur weil ich jetzt da so ein körperliches Kleid habe, ich habe ja auch eine Seele, ein Gefühl, eine Stimmung. Und das ist genau dasselbe. Und dann hat es geheißen, so, du gehst jetzt zurück. Dann wurde mir noch ein Datum mitgeliefert, wo ich davon ausgehe, also wirklich Tag, Jahr, Monat, wo ich davon ausgehe, das ist diese Zeit, die mir jetzt noch zur Verfügung steht in diesem Körper, diese Aufgabe zu erledigen. Und dann ist eine Übung losgegangen, die war schmerzhaft. Das war sehr, sehr schwierig. Weil das Weggehen aus dem Körper, das habe ich nicht mal gemerkt. Aber das Zurück, das war brutal. Wenn ich jetzt einen Schwenk mache, was auf der physischen Ebene geschehen ist, also das habe ich alles eigentlich nicht mitgekriegt. Ich war ja da in diesem Tal unten gelegen, es hat nicht viele Menschen da gehabt, zumal es war schon gegen 16 Uhr, da geht die Sonne langsam unter im Dezember. Und mich hat niemand gesehen, dass dort ein Unfall geschehen ist. Und ich muss offensichtlich meiner Schwester irgendwie mit dem Handy noch einen Notruf abgesetzt haben. Ich wusste das nicht wirklich. Da läuft immer noch irgendetwas, auch wenn man geistig völlig weg ist, offensichtlich muss. Meine Schwester hat dann irgendwie gemerkt, Daniel, da stimmt etwas nicht. Und sie hat dann die Bergrettung alarmiert. Sie ist rumgefahren, hat mein Auto an der Talstation gesehen, aber kein Daniel, der da runterzufahren kommt. Und die Hubschrauber konnten nicht mehr, weil es war schon am Eindunkeln. Und dann sind die da zu 6 mit den Skiern kreuz und quer gefahren, bis mich dann im letzten Moment der Bergretter, sie haben mich
gefunden in dieser Spalte unten, also in diesem Keil unten, also wirklich im allerletzten Moment, habe mich da reingepackt in die Notfallaufnahme in Davos runtergefahren. Und meine Schwester, die hat die ganze Nacht in dieser Notaufnahme neben mir verbracht. Und diese Nacht, ich war wirklich, das fühlt sich so an, wie wenn eine starke Hand mich in den Körper zurückdrückt. Und das ist so schmerzhaft, weil das geht so wie ein Reinwürgen. Das ist wie auf der Seele und dem Körper zugleich. Und dann wieder rausgeflogen in diese friedliche Welt, wie sie da eben ist, und den Engel, und dann wieder reingedrückt. Und das war wirklich so fast gefühlt im Minutentakt. Und das geht so wie Blitze wie der Defri, wenn der Defri einmal schießt. Und das sind so wie Stromschläge, die gehen rein und wieder raus. Und ich bin da in diesem Spital, auch diese Gerüche im Spital sind dann gekommen, natürlich von diesen Desinfektionsmitteln, immer wieder aufgeklackt, und meine Schwester da, und ich habe sie bombardiert, immer mit derselben Frage: Wo sind meine Kinder? Was ist mit dem Haus? Was ist da? Und dann wieder weg und wieder da und wieder weg. Die Ärzte haben gekämpft, getan, gemacht, ich weiß nicht was, die ganze Nacht hindurch ist es gegangen. Und dann am anderen Morgen, es war so, ich glaube etwa 10 Uhr am Morgen, erwache ich, und ich erwache, wie wenn ich geschlafen hätte. Es hat nichts geschmerzt, nichts, macht einfach klack, und ich bin da gewesen. Die Sonne hat noch geschienen, auf die Bettdecke, ich war da schön eingepackt, meine Schwester fix und fertig neben mir zu, wirklich den Kopf da unten. Und hey, was ist jetzt da genau passiert? Und sie: Ach, du bist jetzt da. Da kommt der Arzt, hat eine CD, die hat man heute nicht mehr, aber damals war es eine CD, hat die mir so auf die Bettdecke gelegt und gesagt: Schauen Sie, Herr König, also was jetzt das genau gewesen ist, das wissen wir alle nicht. Wir haben sie im Tomogramm gehabt, wir haben getan, was wir konnten, also eigentlich sollten wir nicht mehr sprechen miteinander. Wie das gegangen ist, keine Ahnung. Ich wusste es, aber ich brachte keinen Ton aus mir heraus, weil ich wusste, was geschehen ist, aber ich konnte denen ja nicht sagen, ich hatte diese Hilfe gehabt aus dieser geistigen Welt. Also sie waren unverletzt, in diesem Sinne körperlich. Genau, weil der Arzt sagt, er hat mir diese CD auf die Bettdecke gelegt, meine Schwester, so erstaunt wie ich, diesen Worten von diesem Arzt zugehört, und er hat gesagt: Schauen Sie, wir haben Sie durchgecheckt, Sie haben keine Verletzung, alle Organe sind intakt, es ist alles wunderbar, wenn Sie sich gut fühlen, können Sie das Spital verlassen. Und vielen Dank. Ich bin noch einen Tag später, bin ich aus diesem Spital rausgelaufen, wie wenn nichts gewesen wäre. Und dann begann aber eine für mich sehr schwierige Zeit, weil ich laufe aus diesem Spital hinaus, ich laufe an diesen Menschen vorbei, die da Brüche haben, alles Mögliche, läuft natürlich in einem solchen Spital ab. Und ich denke dann so für mich: Oh, haben die wohl auch so viel Glück gehabt wie ich? Aber ich konnte es wie nicht fassen, weil vorher war alles so halbtransparent und jetzt war plötzlich alles wieder so greifbar. Ich habe dann gedacht, ja, wo sind jetzt die Engel alle? Die sind ja gar nicht mehr da. Ich sehe das nicht, ich kann jetzt alles antasten. Ich bin dann so aus dem Spital rausgelaufen, da kommt das Postauto, in der Schweiz ist das so gelb-rot. Ich drücke auf den Knopf, da mal so gehen die Türen auf. Und ich kann nicht mehr durchdrücken, sondern es ist hart. Das war für mich irgendwie, ich war froh, aber gleichzeitig auch schockiert. Aber ich dachte, ja, und was muss ich jetzt genau tun? Und was war das jetzt genau? Ich bin dann zu meiner Schwester gefahren, sie hat gesagt: Schau, da ist ein Snowboard, das ist ganz. Der Helm war komplett zerstört, also ich hätte eigentlich eine komplette Zertrümmerung vom Hirn erfahren müssen, nicht geschehen. Ich habe mir einen neuen Helm gekauft mit dem Snowboard, da fahre ich noch heute mit dem umher. War alles gut. Für mich das ganz Schwierige war nun in meinem Leben, nachdem dieser Unfall geschehen ist, ich bin wieder voll genesen zu Hause, hat sich meine Familiensituation sehr verschärft. Also bei den Kindern hat es einen kompletten Kontaktabbruch gegeben. Die Ehe, die war wirklich zerbrochen. Wir haben geschieden. Und ich habe meine Kinder nicht mehr gesehen, was für mich eine sehr, sehr schwierige Situation war.
Ich habe dann in der Zwischenzeit meine jetzige neue Frau kennengelernt, mich frisch verliebt und sie hat diese Sache natürlich sehr nahe mitgekriegt. Und für mich war eine Sache sehr schwierig. Auf der einen Seite habe ich durch diesen Nahtod diese Aufgabe mitgeteilt erhalten, gesehen, wie das eigentlich funktioniert. Aber ich selber habe so viele Schwierigkeiten gehabt in meinem Leben und habe das nicht auf die Reihe gekriegt. Und sogar meine neue Frau hat dann zu mir gesagt, ja, aber jetzt Daniel, jetzt hast doch du das gesehen, also du, wo das gesehen hast, müsstest doch, selbst wenn, klar, Kontaktabbruch eine schwierige Sache ist, aber du müsstest doch das jetzt locker damit umgehen können. Nein, ich konnte es nicht. Und dieses Unverständnis, dieses nicht umsetzen können, dieser Aufgabe, da habe ich mich sehr geschämt dafür. Diese Impulse oder dieses Erkennen, dass ich eigentlich selber der bin, der mir die Steine in den Weg legt. Also dieses Gewölke, das sich gebildet hat um die Köpfe, was ich ja gesehen habe, wie dies mechanisch funktioniert, das tue ich ja selber. Also wenn ich in dieser Situation bin und der Kontaktabbruch stattfindet, dann bin ich ja der, der sich Sorgen macht und durch das Sorgen machen trenne mich erst recht von dieser ganzen Sache ab. Und dieses zu drehen in mir drin, wie das geht, das habe ich nicht verstanden. Therapeuten würden dann sagen oder haben zu mir gesagt, Daniel, du musst einfach loslassen, dann geht das schon. Ja, aber wie genau geht dann das Loslassen? Und das wurde mir eigentlich gezeigt, aber ich habe dieses nicht verstanden, was mir da gezeigt wurde. Dort in der geistigen Welt war alles klar, aber jetzt mit diesem Körper komplett nicht mehr. Und ich bin fast verzweifelt ab dieser Geschichte. Ich habe mich so geschämt, dass ich das nicht hinkriege. Jetzt hat man mir quasi dieses Schöne auf den Tisch gelegt, wie ein Geschenk, das ich jetzt aber einfach für mich behalte und einfach nichts tue damit. Und das war für mich sehr schwierig. Das war auch der Grund, weshalb ich mich sehr lange nicht getraut habe, über dieses Erlebnis zu sprechen, weil dann würde hervortreten, dass ich was gesehen habe, aber es nicht verstanden hätte. Und das hat sehr viel Scham in mir ausgelöst. Und es ist so weit gegangen, bis ich das Jahre danach einfach auf die Seite gelegt habe und mir dann gesagt habe, schau, also du kriegst es einfach nicht gebacken, du kriegst es nicht hin. Und wie soll ich Menschen das mitteilen, wenn ich selber nicht hinkriege? Und dann hat irgendwann meine Frau plötzlich begonnen zu drehen. Sie hat sich mit Geisteswissenschaften begonnen zu beschäftigen und ich habe das so beobachtet und habe gefunden, ja, ist ganz okay, wunderbar. Bin ein bisschen erstaunt gewesen, dass sie plötzlich diesen Weg macht, weil sie war sehr stark sportlich unterwegs, ich dann auch mit ihr zusammen und plötzlich kommt da diese Wendung hinein und ich habe das so ein bisschen beobachtet und gefunden, ja, spannende Sache und dann kommt sie mit diesem Buch, Ein Kurs in Wundern, legt mir das auf den Tisch und sagt, schau, da müsstest du mal in dieses Buch hineinschauen. Ich habe das betrachtet, das Buch, das hat ausgesehen wie eine Bibel. Und Religion war für mich ein rotes Tuch, weil aus der Kindheit hatte ich da meine Erfahrungen gemacht. Das war für mich schwierig, weil ich wusste, da war was, aber Antworten habe ich da nicht wirklich gefunden. Ich habe aber dieses Buch geöffnet und da habe ich die ersten paar Zeilen gelesen und da drin stand genau das beschrieben, was ich da gesehen habe. Damals. In der geistigen Welt. Und dann hat es bei mir, plötzlich ist halt die Lampe hoch. Und ich habe zu lesen begonnen in diesem Buch und dann habe ich so gelesen, warum wissen die das? Warum steht das da? Warum wissen die genau, wie das ausschaut? Sie beschreiben diese Wolke haargenau in diesem Buch drin, zwischen gewissen Zeilen. Und dann hat sich plötzlich, das war eigentlich meine lebensrettende Geschichte da drin. Ich hätte es beinahe weggeworfen, wenn nicht dieses Buch gewesen wäre. Das hat über 1000 Seiten, das Teil, und ich habe es begonnen zu studieren, dieses Buch. Und dann ist der nächste Schritt gekommen, wie ich so in diesem Buch lese, so 2-3 Jahre später kommt meine Frau und sagt, du, da ist ein Geistheiler, der macht eine Ausbildung, ich will dahin, kommst du auch mit? Und ich so, wo meine Frau hingeht, da hat es auch für mich immer etwas Gutes, war ein bisschen skeptisch über diese Sache, sagt, ja, du, könnte ja sein, ich komme mal mit. Dann sind wir zu ihm gefahren, in den Bergen. Und dann hat er so gesagt, ja, das läuft so und so ab und hat genau dieselben Worte verwendet,
wie ich das gesehen habe. Da habe ich gedacht, aha, okay, da kommt offensichtlich ein Schlüssel in meine Hände. Und dann sind Situationen dort geschehen, dass es Menschen gehabt hat, eine Frau, die war da, stechende Kopfschmerzen. Dann haben wir es ist eine einfache Technik gemacht, vor allem mit dieser Kenntnis aus dieser geistigen Welt habe ich das verbunden, 10 Minuten, diese Kopfschmerzen weg. Ich habe selber nicht wirklich gewusst, was da genau geschieht und wie es geschieht, aber es geschieht einfach. Und dann kommt es vom einen zum nächsten und zum nächsten und zum nächsten. Und nach dieser Geschichte dort habe ich gefunden, okay, wenn das so zu funktionieren scheint, um mich herum waren alles bereits Therapeuten, die hatten ihre Praxis und ich habe da mit meinen Events, ich habe da gar nichts mit Gesundheit am Hut. Bei mir rufen Leute an, wenn die einen Künstler buchen wollen, aber nicht, wenn sie irgendein Problem haben. Und dann habe ich um Hilfe gebeten, weil das hat ja geheißen bei mir, das hat man mir gesagt, bitte um Hilfe und du wirst sie erhalten. Und ich habe die Hilfe erhalten, habe gesagt, ja, wenn das jetzt weitergehen soll, dann liefert mir die Themen, die ich da bearbeiten sollte. Und die sind gekommen. Herr König, herzlichen Dank für das Gespräch. Vielen Dank.